Das Zentrum Patongs wird allabendlich zum Eldorado für Nachtschwärmer und Partygänger. Prostitution ist in Patong allgegenwärtig, auch wenn sie sich dem westlichen Besucher in ungewohnter Form zeigt. Dabei sind die Übergänge durchaus fließend. Die unzähligen Bars von Patong sind voll junger Frauen, die auf Kundschaft warten. Dabei ist der weitere Verlauf des Abends aber durchaus offen. Vielleicht bleibt es beim netten Gespräch oder man verbringt gemeinsam die Nacht oder findet die Begleitung für den restlichen Urlaub. Die Bezeichnung Prostituierte hören die Frauen deshalb auch recht ungern. Sie sehen sich eher als Unterhalterinnen. Von Zwangsprostitution, von materiellen Zwängen einmal abgesehen, kann auf Phuket keine Rede sein, auch wenn es von westlichen Boulevardmagazinen immer wieder gerne so verkauft wird. Deshalb findet man seine Urlaubsbegleitung unter Umständen auch nicht nur in Bars oder Diskotheken. Auch manche Bedienung im Restaurant, Angestellte an der Hotelrezeption oder Verkäuferin im Shoppingcenter ist gegenüber einem lukrativen Urlaubsflirt nicht abgeneigt. Fasziniert, manchmal fassungslos, steht mancher vor jenen Geschöpfen, die in ihren Maßen eher europäischen Supermodels als asiatischen Frauen gleichen. Kaum zu glauben, dass diese Schönheiten vormals Männer waren. Ladyboys, im thailändischen Katois genannt, passen in keine Schublade. Als Mann geboren fühlen sie sich als Frauen und sind dennoch weit davon entfernt. Nicht nur wegen des eindeutigen, bisweilen noch vorhandenen Merkmals ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Sie sind die Stars der Nacht, vielfach bestaunt, manchmal verehrt oder auch verabscheut. Kaum jemand geht an ihnen vorbei, ohne Notiz zu nehmen. Wir treffen Jenny am nächsten Tag. Die 26-Jährige kam in Nordthailand als Junge zur Welt und wohnt seit 8 Jahren in Phuket. I don't know what can I say, and it's different from the baby the same year, yeah. 12-year-old I start to take hormone and then I'm meeting a new friend, yeah. And we are poor, you know, and cannot have much money for the buy hormone or buy something expensive. Look like 700 baht and then we can buy food for all the family. When did you come to Phuket? About 17-year-old, and then I'm lucky because
I come only 2 days in Phuket. I don't have any money. The last money I have when I'm in Phuket, I have only 50 baht. And where did you work? And in cabaret, and then when cabaret finished, and then Ning Nao, my boss, come to talk to me. Jenny, you know you are lucky girl. I said, why? You come only 2 days, but have some guys want to get a position for you. About 7 years ago, it's not easy to get the money, make money for get a position. Yes. The first long-term boyfriend is 18-year-old. When I get a position, everything is start on 18-year-old. Him take care of me every month. I know it's not much money for me, but it's better for no one to give me. And then I still work in cabaret. But you know, it's a different work for me because I work in cabaret in the restaurant, and then we get customer in the restaurant. We not look like a bar or a go-go or something like that, you know. I never be scared about the Falang or something like that because I think it is my business and I love to make love with Falang. And then when we are make love and we are happy together, and then I happy more because I get the money from them. Before it's not important for me to get customer, young man, old man, or something like that. But nowadays it's important because I'm looking for someone to take care of me also. With my future before, I just have stupid thing. Yeah, I just want to pay that. But nowadays I think I'm old more than before, and then I want to keep have some shop, maybe salon shop or a fashion shop or something like that is better, and because not easy for me for the working in the bar and get customer or something like that. Too difficult. How do you like me now? Wenn man dauerhaft auf der Insel lebt, verlieren die grellen Lichter des Nachtlebens von Patong schnell an Reiz. Für die ansässigen Deutschen hier gehen die Uhren deshalb auch etwas langsamer. Man trifft sich regelmäßig, pflegt Kontakte und tauscht die neuesten Informationen aus. Hier werden keine Unterschiede gemacht. Hier sitzen Rentner und ehemalige Unternehmer an einem Tisch. Die Lebensumstände könnten deshalb auch unterschiedlicher kaum sein. Norbert Sieburger mietete diese Villa mit Pool vor einem Jahr an. Hier lebt er mit seiner thailändischen Freundin auf 500 Quadratmetern und regiert über 5 Schlafzimmer und 5 Bäder. Im Inneren versprüht das Schlösschen den Flair einer Fabrikantenvilla der Jahrhundertwende. Reproduktionen alter Meister inklusive. Der Eigentümer, ein Thailänder, liebt den Prunk. Weit bescheidener, aber nicht weniger idyllisch hat es Gerd Gonschorek, der seit einigen Jahren auf Phuket lebt. Für gerade einmal 200 € Monatsmiete bewohnt er ein kleines Haus in parkähnlicher Umgebung im Süden der Insel. Als ich vor 10 Jahren zum ersten Mal nach Thailand kam, wusste ich gar nicht so recht, wohin ich gehen sollte. Ich hatte schon mein ganzes Leben lang eine große Sehnsucht nach Südsee, nach Stränden, nach Palmen, nach türkisfarbenem Meer, nach braunen Menschen. Als ich dann zum ersten Mal die Möglichkeit hatte zu einer Fernreise, waren die Flüge nach Bangkok am bezahlbarsten. Flüge nach Bora Bora oder Tonga, auch mein großer Traum, waren für mich zu teuer.
Auf Phuket gefiel es mir dann so gut, dass ich die folgenden Jahre immer wieder kam und vor 5 Jahren dann nach Phuket zog und auch hier recht bald eine nette Frau kennenlernte. Man muss sich hier natürlich zu beschäftigen wissen, denn trotz der paradiesischen Umgebung kann es hier einem dann auch ganz schön langweilig werden. Mit meiner kleinen Rente kann ich hier sehr gut leben. Ein Besuch im Restaurant zum Beispiel in Deutschland wäre für mich ein großer Luxus. Das kann ich mir hier ohne weiteres leisten. Ich habe mir hier einen netten Freundeskreis aufgebaut und nach Deutschland zurückkehren, das könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Die Firma von René Lehmann. Er hat vor 6 Monaten beruflich den Sprung nach Phuket gewagt. Nun betreibt er eine Metzgerei, stellt deutsche Spezialitäten her und beliefert überwiegend Restaurants und Hotels. Hygiene ist hier oberstes Gebot. Und so war es nicht leicht, thailändische Arbeitskräfte einzulernen. Auch die Kommunikation und der Umgang mit Behörden ist für Ausländer schwierig. Und so stellte er eine thailändische Fachkraft ein, die ihm in vielen Dingen den Rücken frei hält. Zwischenzeitlich hat sich alles eingespielt. Sogar eine neue Verkaufsfiliale in Patong ist bereits eröffnet. Hat sich der Aufwand gelohnt? Wir wollten von René Lehmann wissen, welche Bilanz er jetzt nach 6 Monaten ziehen kann. Man muss in jedem Fall hier härter arbeiten wie in Deutschland. Ich habe um 15 Stunden da, 5 Uhr aufstehen, meistens sehr spät Schluss. Aufgrund Missverständnisse mit dem Personal muss man viele Sachen selber machen. Einfach wird es den Ausländern nicht gemacht, die hier Geld verdienen wollen. Aber hier ist viel Geld investiert worden und nach Deutschland zurückzukehren kann ich mir nicht mehr vorstellen. Wir fahren nach Rawai im Süden Phukets. Hier ist noch viel vom Charme der einstigen Fischerinsel spürbar. Hier sind die Mieten noch preiswert, die Strände wenig frequentiert. Vieles wie die täglich stattfindenden Märkte sind noch weniger dem Geschmack der Touristen angepasst. Doch auch hier weicht Altes dem Neuen. Diese Anlage, zu primitiv, zu einfach für ihre Lage direkt am Wasser. Luxuriöse Apartments werden hier entstehen, angeboten zu europäischen Preisen. Wohnen in der ersten Reihe für 150 €, das war bisher möglich, wird aber bald der Vergangenheit angehören. Ein tropisches Paradies, das ist Phuket schon lange nicht mehr. Aber vielleicht wird man sich in 10 Jahren an 2009 zurückerinnern, als die gute alte Zeit, als Phuket noch eine Reise wert war.